Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Zweikanner-Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht es ganz gut. Heute sprechen wir über die Ex-FCM-Trainer und wie es denn aktuell bei ihnen läuft, ob sie erfolgreich sind oder eher nicht, vereinslos oder aktuell einen Verein haben. Lasst dafür immer gerne, so wie immer, ein Like und ein Abo da und damit viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Jens Hertel prägte beim 1. FC Magdeburg eine Ära, führte den Klub in seiner 1595-tägigen Amtszeit zwischen 2014 und 2018 von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Auf ihn folgten 4 weitere Trainer, die insgesamt glücklos blieben, bevor im Februar 2021 Christian Tietz übernahm und die Weichen wieder auf Erfolg stellte. Wir zeigen, was aus den Ex-FCM-Trainern seit dem Aufstieg in die 3. Liga geworden ist. Let's go, sagen wir dann. Nämlich, es ist ganz wichtig zu sagen, dass es natürlich zwischen sympathisch und sehr unsympathischen Trainern auch bestimmte Unterschiede gab. Ich gebe mal noch eine kleine Einschätzung zu den Trainern aus meiner persönlichen Meinung. Ihr könnt natürlich eure auch in die Kommentare schreiben. Ich bitte nur um Respekt, dass ich nicht beleidigt werde, wenn ich einen Trainer, den ihr vielleicht sympathisch fandet, unsympathisch finde. Damit gibt es auch nichts mehr weiter zu meckern. Und wir fangen mit Jens Hertel an. Ein unglaublicher Trainer. Ich fand ihn immer unglaublich sympathisch. Der Aufstiegsheld musste gehen. Bei der Fußball in Liga 2 nicht nur unattraktiv, sondern auch zunehmend erfolgslos wurde. Viele Fans sahen die Trennung aber skeptisch. Hertel fand schnell einen neuen Job bei Hansa Rostock, die er ebenfalls zum Zweitligaaufstieg führte und knapp 3 Jahre lang trainierte. Im Sommer 2023 übernahm Hertel Eintracht Braunschweig, wurde aber noch in seiner ersten Saison entlassen. Bis Ende Oktober 2023 war Hertel ohne Verein, bevor er sich Erzgebirge Aue in der 3. Liga anschloss. Ja, kurz gesagt, Jens Hertel, ein unglaublicher Trainer, machte bei uns einen unglaublichen Job, hat dann nicht unbedingt bis jetzt sein Glück gefunden leider, ist meistens bei Ostvereinen unter Vertrag oder auch Vereinen, die den Osten sehr nahe liegen, wie Braunschweig, Hansa Rostock, machte er auch einen guten Job, hat die wieder zurück in die 2. Liga geführt. Vielleicht würde man mit ihm auch noch über dem Strich stehen in der 2. Liga oder hätte es geschafft, wer weiß. Jetzt in Aue steht er vor der nächsten Herausforderung. Ich bin mir sehr sicher, dass es da auch wieder zum Aufstieg schaffen wird. Denn der Mann kann einfach Drittliga-Aufstieg. Ich weiß nicht warum, aber er kann es auf jeden Fall unglaublich gut. Und zeigte das auch jetzt bereits zum 2. Mal. Michael Oenning. Für mich ein Trainer, der persönlich unglaubliche Fußballqualität hatte. Er hatte ein Wissen, hat einen guten Fußball gespielt in unserer Abstiegssaison. Hat mir grundsätzlich gut gefallen. In Magdeburg hinterließ Oenning keine nachhaltigen Spuren. Nach 1,5 Saisons mit einem Punkteschnitt von 1,05 musste er wieder gehen. Der Coach verließ Deutschland, trainierte Clubs in Griechenland und Ungarn, bevor es ihm im Januar 2022 nach Österreich verschlug. Beim FC Wacker Innsbruck war er zunächst Trainer, dann auch noch Sportdirektor, beides allerdings nur ein halbes Jahr lang. Seit Sommer 2022 tauchte Oenning im Profifußball nicht mehr auf. Ja, Oenning hat eine steile Karriere hinter sich. Ich fand ihn, wie gesagt, sehr, sehr gut bei uns. Dann ist er durch ein paar Länder gereist, hat sich das so ein bisschen angeguckt, kann man sagen. Und wurde grundsätzlich nicht glücklich. Ja, er hat bald das Rentenalter erreicht, da wo er dann einfach Feierabend machen kann. Ich denke mal, er wird auch keinen großen Trainerposten mehr übernehmen. Auch weil ich mir ihn persönlich sehr gut in Liga 2 oder 3 vorstellen kann. Weil ich fand, dass er es nicht schlecht gemacht hat bei uns. Und deswegen wünsche ich ihm persönlich nur das Beste. Vor allem, weil er auch eigentlich ein kluger Trainer ist. Damit kommen wir zu Stefan Krämer. Der sympathische Coach bekam beim FCM kein halbes Jahr lang das Vertrauen. Dann musste er wieder gehen. Bei einem Punkteschnitt von 1,36. Krämer kehrte anschließend zunächst zu Ex-Club KFC Uerdingen zurück, trainierte dann KRS Eupen
in Belgien und 2022 noch einmal den SV Meppen in der 3. Liga. Meppen stieg ab, nachdem Krämer im März entlassen worden war. Seitdem ist es ruhig um den Trainer geworden, der seit März 2023 ohne Verein ist. Gleiche Geschichte für Krämer wie bei Oenning. Bloß Oenning war nicht annähernd, glaube ich, so sympathisch und Faner wie dieser Mann. Ich habe ihn unglaublich gemocht. Ich fand es unverständlich, nach einer Saison davor Krämer so zu entlassen. Fand ich unnötig. Ich fand, er hat einen stabilen FCM-Kader daraus gemacht, der grundsätzlich solide in der Liga stand. Im Mittelfeld, natürlich war das nicht das, was man erhoffte, aber im Endeffekt hätte man mit der Situation, wenn man das, was passiert ist im Nachhinein glücklich sein können. Aber man war es dann natürlich nicht. Und damit wurde der komplette Gegenteil Trainer beim FCM. Beim Weihnachtssingen, ich weiß noch, wie es verkündet wurde, für mich das Schrecklichste, was im FCM jemals in der Trainerhistorie passiert ist. Weil Krämer als zu nett in den schwierigen FCM-Kader eingestuft wurde, sollte sich der harte Hund Wollitz bewähren. Aber Pela tat es nicht. Holte nur 0,91 Punkte im Schnitt und musste noch vor Saisonende wieder seine Koffer packen. Geschadet hat es dem Ex-Bundesliga-Profi nicht. Er kehrte zu Energie Cottbus zurück, wo er vor seinem FCM-Gastspiel schon 3,5 Jahre lang tätig war und wurde in der Lausitz zur Legende. Nach 2 Meistertiteln in der Regionalliga Nordost führte Wollitz Energie 2024 zurück in die 3. Liga und sorgt als Trainer und sportlicher Leiter in Doppelfunktion für Furore. Ein Jahr will er noch Coach bleiben. 2025 übernimmt er dann fest den Sportdirektorposten in Cottbus. Ja, er macht einen guten Job in Cottbus. Vor allem, beschweren kann man sich da wahrscheinlich als Cottbus-Fan eher weniger. Wie gesagt, für mich ein absolut unsympathischer Trainer mit seiner Platte. Er hat mich immer aufgeregt. Tat dem FCM überhaupt nicht gut zu den Zeiten. Das hat man auch bei Spielern gemerkt und auch Spieler, die man gefragt hat im Nachhinein, dass es für sie eine sehr, sehr schwierige Zeit war in Magdeburg. Zum Schluss haben wir dann noch Thomas Hossmann. Und ja, NLZ hat er geleitet beim FCM. Aber als Profitrainer kann man sagen, völlig versagt. Hossmann wechselte aus der Jugend des Clubs auf die Profitrainerbank und ging nach seiner Freistellung zurück in die Talentförderung. Wurde der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FCM. Im Sommer 2024 trennten sich aber die Wege des Trainers und des Clubs. Wie es für Hossmann nach 10 Jahren beim FCM dann weitergeht, ist dort noch unklar. Jedoch sollen Gerüchte da sein, dass er eventuell in die Regionalliga wechselt als Cheftrainer dann, was ich ihm durchaus dann zutraue, was er beim FCM nicht gut gemacht hat. Zu schlecht, zu unerfahren, muss ich auch sagen, im Profibereich. Jugend ist immer noch was ganz anderes wie Profibereich, vor allem wenn man das sehr, sehr lange gemacht hat. Regionalliga ist dann da schon ein besserer Ansatz, vor allem bei einem gestandenen Regionalligisten, würde ich sagen. Mal gucken, ob ihm das dann gelingen wird oder ob er es überhaupt schafft, da hinzuwechseln. Lasst gerne so wie immer ein Like und ein Abo da auf dieses Video. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr zu den Ex-Trainern sagt und wie ihr ihren Erfolg oder Misserfolg seht. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder irgendwas über den FCM berichten. Und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.